Hallo und herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal Podologie und mehr. Ich bin Andrea und heute geht es um eine Zehenfehlstellung Hallux valgus. Der Hallux valgus ist eine Schiefstellung der Großzehe. Wie ihr schön auf diesem Bild seht, ist die Großzehe nicht gerade so, wie sie gehört, sondern wird durch die Sehnen weiter nach der Richtung kleiner Zeh gezogen und dadurch kommt das Großzehengrundgelenk heraus. Meist ist es so, dass dieses Großzehengrundgelenk sich entzündet und man danach die Schmerzen hat. Man soll das aber nicht verwechseln mit dem Hallux rigidus. Der Hallux rigidus ist das entzündete Großzehengrundgelenk durch Arthrose und mit der Zeit versteift sich dieses Großzehengrundgelenk beim Hallux rigidus. Der Hallux valgus bleibt weiterhin beweglich, nach oben und nach unten. Jetzt nicht so extrem, aber so halt. Und wenn dieser Großzeh eben dann zu schief ist, ist es meistens so, dass die zweite und dritte Zehe oft darunter leiden, weil der Platz fehlt. Die gehen dann manchmal hoch, hocken sich über den großen oder schieben sich unten drunter oder auch ineinander. Das heißt, der zweite unter den dritten oder der vierte unter den dritten Zeh und damit ist die ganze Fußstatik quasi im Eimer. Wie bekommt man jetzt so einen Hallux valgus? Es ist oft so, dass schlechtes Schuhwerk oder zu enges Schuhwerk, das heißt, wenn vorne die Zehen hier so zusammengedrückt werden durch den Schuh, meist zu spitze Schuhe, oft bei den Frauen. Hochhackige zu spitze Schuhe kriegt jeden Hallux valgus. Unbedingt machen. Also zu spitze Schuhe oder wenn es eben zu steil sind, die Schuhe und dadurch das ganze Gewicht auf den Grundgelenken liegt und natürlich verformt sich das Ganze dann und dann hat man den Käse. Wer natürlich einen ausgeprägten Hallux valgus hat, das heißt, wo hier das Großzehengrundgelenk schon Schmerzen verursacht und auch die Gelenkskapsel schon betroffen ist mit den Entzündungen, bleibt leider nur mehr der Weg zum Chirurgen. Der wird dann den Zeh wieder gerade stellen. Manchmal kommt dann auch so Metallstifte rein. Die genauen Operationsvorgänge weiß ich jetzt nicht, weil dort jeder Chirurg quasi seine eigene Methode. Ja, im Endeffekt ist es so, nach diesen Operationen beim Hallux valgus ist der Zeh großteils wieder gerade gestellt und es dauert ungefähr ein halbes bis dreiviertel Jahr, bis dass man wieder, ordentlich laufen kann. Man hat sowieso die ersten Wochen da den komischen Verbandsschuh und natürlich auch die Schmerzen dazu und das wird dann mit der Zeit weniger. Ja, wenn es jetzt unumgänglich ist, muss man jetzt leider operieren. Ich persönlich bin natürlich nicht wirklich für Operationen, weil jede Operation am Fuß ist dann im Laufe des Älterwerdens eine Schwachstelle. Das heißt, wenn ich jetzt den Hallux valgus richten lasse, kann es passieren, in 10, 15, 20 Jahren, dass der Hallux valgus wieder da ist und das Ganze nochmal operiert werden muss. Also den Hallux valgus kann man, wenn man ihn früh genug eben behandeln möchte und auch erkennt, dass man einen kriegt, dass man die Fußmuskeln trainiert. Da zeige ich euch nachher gleich die Übungen aus dem Buch Gut zu Fuß mit der Spiraldynamik und man kann auch den Fuß tapen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das sind die Tapes, die von Physiotherapeuten gern gebraucht werden, wenn sie die Sportler so verkleben. Und da zeige ich euch nachher auch noch die Tape-Technik, wie ihr die Großzehe leicht korrigieren könnt, damit es die nicht schlimmer wird. Weil zum Beispiel, wenn man die jetzt da so rüber tapet, kann man das gut auch im Schuh tragen, weil das Tape trägt nicht auf und der Fuß verformt sich ja nur unter Belastung. Das heißt, es gibt auch solche Nachtschienen, wenn ich die Nachtschiene drauf mache, ist der morgens schön brav gerade
wenn ich dann 500 Meter laufe, dann ist der Zeh wieder genau dort, wo er war. Und mit den Tapes passiert es eben nicht, weil der ja permanent in die Stellung gezogen wird und auch die Sehnen dann sich nicht mehr verkürzen können und die Sehnen eben gedehnt werden. Das zeige ich euch nachher dann gleich. Ja, was ist noch wichtig beim Hallux valgus? Und zwar, dass ihr breit genug Schuhe trägt, breit genug. Und zwar nicht nur breit genug bis zum Großzehengrundgelenk, wo ja die meisten Schuhe anfangen, dass sie spitz werden, sondern wirklich breit genug bis zum Zehenendglied. Das wäre eigentlich hier, das wäre die richtige Schuhform, so rum. Ja, aber die meisten Schuhe sind ja so. Also, alle für den Hallux valgus gut. Sind natürlich meistens Frauen betroffen, die Männer eher weniger, weil die Männerschuhe von Haus aus eine höhere Spitze haben und dadurch weniger Hallux valgus kriegen. Es gibt natürlich auch noch eine vererbte Komponente, das heißt, wer schlechtes Bindegewebe hat oder schon in den Vorgenerationen der Hallux valgus aufgetreten ist, ist leider die Wahrscheinlichkeit, dass man selber bekommt, auch etwas größer. So, und jetzt zu den Übungen. Die erste Übung, die kennt ihr ja schon aus den anderen Videos, und zwar ist das die Zehenraupe. Das heißt, man kann das im Sitzen oder auch im Stehen machen und die Zehen müssen eben den Rest des Fußes mitziehen. Man muss immer so viel ziehen, dass die Zehennägel noch sichtbar sind. Das heißt nicht so ziehen, das sollte man nicht machen, das ist zu viel des Guten. Wir sollen das ordentlich machen. Immer nur ein kleines Stück. Dass ihr das von vorne auch seht. Also nicht so, das sollte man nicht machen, sondern nur so. Ganz wenig. Natürlich rechts und links machen die Übungen mindestens 30 Mal. Die Marionette, das heißt Fuß am Boden stellen und mit der Hand oben drüber und quasi das Großzehengrundgelenk versuchen hochzumachen. Damit stärkt man auch die Muskeln im Vorfuß. Übung mindestens 20 Mal machen, rechts und links. Die nächste Übung ist, das nennt sich jetzt Sternensammler. Beim Sternensammler ist so, ihr legt eine kleine Münze hier am Boden und ihr müsst quasi während dem Schritt, das heißt draufsteigen und weiter Schritt machen und mitnehmen. Ich habe es jetzt ein bisschen gehört, ich schaffe das nicht ganz mit meinen Füßen. Ihr könnt es natürlich noch etliche Male versuchen. Einfach auf dem Vorfuß drauf und dann versuchen mitzunehmen. Das klappt irgendwie nicht, dass ich das mitnehme. Nein, nicht ganz. Auch mindestens 10 bis 20 Mal machen. Das war schon besser. Und zwar die Münze sollte ungefähr hier drinnen liegen. Das heißt, ihr versucht genau so drauf zu steigen, dass sie hier in der Mitte landet, die Münze, und während des während des Hochhebens sollte die mitgehen. Naja, ich kriege das nicht ganz hin. Üben, 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 natürlich. So, unsere nächste Übung ist mit dem Theraband. Das Theraband kennt ihr ja bereits. Es ist so ein Stretchband. Da beginnt es so zu wickeln, also auf der Innenseite beginnen, einmal rund. Und dann geht ihr auf der Außenseite mit dem vorbei und zieht es hier beim Oberschenkel hier nochmal hoch, damit hält sie das Ganze besser. Und natürlich bringen wir jetzt hier auf das Großzehengrundgelenk mehr Zug drauf. Und man spürt es auch richtig, wenn man läuft, dass das Großzehengrundgelenk immer in die Höhe will und wir müssen das jetzt mit mehr Druck nach unten drücken. Machen wir ein paar Übungen. Das solltet ihr auch so ungefähr 20 Minuten machen, so langsam im Raum herumgehen. Manche machen auch das Theraband dann noch um den Bauch rum und dann bügeln währenddessen. Man kann aber jetzt auch, wenn man jetzt nicht zum Gehen kommt, die Übung machen, dass man das Theraband eben so gewickelt hat und dann
die Außenseite des Fußes und die Ferse auf den Boden lässt und das Ganze immer so runterdrückt. So kann man das Ganze auch üben. Da wird die innere Fußmuskulatur bewegt, die hier und hier runterzieht. Und es hilft eben auch, den Hallux valgus wieder in die richtige Richtung zu ziehen. So, die Tapes sind so zugeschnitten, das heißt auf diese Länge. Vom Großzeh bis zum Grundgelenk habe ich es eingeschnitten und hier hinten habe ich es ungefähr bis zur Ferse. Man kann das auch ein bisschen länger schneiden. Dann die Kanten habe ich alle abgerundet, damit das, wenn sie das Ganze also nicht so schnell löst, vorne und hinten. Und dann das zweite Stückchen ist ein kurzes Stück, ebenfalls abgerundet auf beiden. Man beginnt mit dem Ganzen, dass man hier die Endstückchen das einreißt und bis fast am Ende abnimmt. Und dann klebt man das erste vom Großzehengrundgelenk auf der Unterseite des Zehs entlang und wieder hier rüber. Mit der zweiten Seite macht man das genauso. Auch unter Zug das Ganze etwas, nicht zu viel Zug. So. Und das große Teil macht sie dann so, es zieht fast bis zum Ende ab, weil man muss das Ganze auf Zug bringen, sonst hilft es ja nichts. Ihr seht auch hier, wenn ich hier ziehe, dann geht der Zeh dann weg vom anderen. Aber wir machen das nicht so krass, sondern machen beim ersten Stück nicht so viel Zug. Wenn man zu viel zieht, löst man das ja immer wieder. Und dann umso weiter man nach hinten kommt, umso weniger Zug macht man. So, und damit sich das Tape nicht andauernd wieder löst, haben wir da unser zweites kleines Stückchen. Das kann man auch so schön einreißen, bis zum Ende abmachen und dann klebt man das nämlich hier vorne drüber. Und somit haben wir den jetzt schön verklebt. Und das Praktische ist, dieses Tape trägt nicht auf. Das heißt, man kann das tagsüber unter die Socken, unter die Strümpfe, ganz normale Schuhe tragen. Natürlich breit genug Schuhe vorne. Man kann auch hier so einen Zehen-Zwischenkeil reinmachen, wenn jetzt hier schon irgendwelche Druckstellen sind. Ja. Versucht es einfach, ich habe euch unten in der Infobox einen Link reingemacht, da könnt ihr die Tapes bestellen. Ja, schreibt es mir in die Kommentare, wie es euch damit geht und wie ihr mit Tapen dann zurechtkommt oder auch mit den Übungen. Hat euch das Video gefallen, lasst mir einen Daumen nach oben hier. Hier geht es weiter zum nächsten Video und ich freue mich schon auf eure Kommentare. Eure Andrea, tschüss!